Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Tagebuch geht es um 3 Punkte. Punkt Nummer 1 ist der Ölwechsel, der beim 1,5er Diesel viel zu früh angezeigt wird. Meiner wurde angezeigt bei ungefähr 8.900 Kilometer, sage ich jetzt mal. Da kam der Hinweis, ja, in Kürze Ölwechsel erforderlich. Hierzu gibt es von Ford einen Rückruf. Ihr bringt das Auto in die Werkstatt. Was wird dort gemacht? Das Öl wird zumindest mal zum gewissen Teil ausgetauscht. Das Kombi-Instrument bekommt ein Firmware-Update. Diese 2 Sachen wurden mir mitgeteilt, was durchgeführt worden ist. Also normalerweise ist das Intervall beim 1,5er Diesel ja alle 15.000 Kilometer und es wird überprüft, ob die Ölqualität, ich sage es jetzt einfach mal so, ausreichend gut ist oder nicht, und dann kommt halt diese Anzeige, dass der Ölwechsel erforderlich ist. Und hier scheint es irgendeinen Fehler gegeben zu haben, und mit einem Firmware-Update des Kombi-Instruments wurde das Ganze behoben. Ob ihr dieses Update eventuell schon habt, beziehungsweise nach dem Update seht ihr, dass ihr das Update erhalten habt. Wieso? Die Anzeige im Kombi-Instrument ändert sich minimal. Ich blende es euch jetzt mal kurz ein, und wie ihr seht, gibt es jetzt bei der Anzeige der Informationen kleine Piktogramme, die da vorangestellt worden sind zu den einzelnen Items, die angezeigt werden. Und hinzu kommt, dass Ford es jetzt mal geschafft hat, den Punkt Ölqualität, ich glaube so hieß der, beim Diesel einfach wegzunehmen. Den Punkt gibt es also nicht mehr. Vorher war dort der Punkt ersichtlich, wenn man draufgegangen ist, wurde allerdings kein Wert angezeigt. Und ja, jetzt wurde dieser Punkt einfach gelöscht bzw. entfernt. Zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist kurz zu FORScan. Es gibt ein Video von mir, wo ich erkläre, wie man die Klimaanlage freischaltet. Das Ganze musste noch über die AS-Bild erfolgen, und dort mussten die Zahlen geändert werden. In der neuesten Version muss man nicht mehr dort eingreifen, weil viele mich da immer noch anschreiben und fragen, was dort und wie dort ganz genau geändert werden muss. Muss man also nicht mehr über die AS-Bild machen, kann man ganz komfortabel über das Menü machen. Wenn ihr auf das APIM-Modul geht, gibt es dort einen Punkt, der nennt sich Climate Control Type. Der steht auf manuell und den stellt ihr einfach auf automatisch und startet das APIM neu, und dann habt ihr den Punkt Klima in eurer Sync-Anzeige. Erwähnenswert ist noch, sobald ihr das Ganze ändert, muss noch ein zusätzlicher Punkt geändert werden. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie er genau heißt. GPS Repeater oder irgendwie sowas in der Richtung. Er steht auf jeden Fall, wenn ich mich nicht ganz täusche, auf Motorola, und diesen muss man auf Intel umändern. Wenn ihr das nicht macht, das erkennt ihr eigentlich relativ simpel, dann zeigt euch nämlich der Bordcomputer irrwitzig hohe Zahlen an. Also anstatt, sag ich mal, das Sync-System sagt, in 50 Meter rechts abbiegen, dann seht ihr im Bordcomputer eine Zahl von, ich sage jetzt mal, 150.000. Und um dem entgegenzuwirken, einfach das von Motorola auf Intel umstellen, und schon klappt das auch mit der Anzeige im Kombi-Instrument. Der dritte Punkt, den ich hier noch angehen möchte, ist der Ruhestrom. Damit hatte ich ja anfänglich ein paar Probleme, wie ihr wisst, beziehungsweise nicht nur ich, sondern auch andere. Wenn man das Auto mehrere Tage stehen gelassen hat, dann ist es einfach nicht mehr angesprungen, weil die Batterie leer gezogen worden ist. Nach diversen Werkstattbesuchen teilte man mir mit, das sei soweit okay. Der Ruhestrom von, ich sage jetzt einfach mal 400 mA, der gemessen worden ist, sei soweit okay. Oder 350 mA. Ich hatte allerdings einen viel höheren Strom gemessen. Ich hatte anfänglich einen Ruhestrom, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, von, ich sage jetzt mal, 600 mA. Die Messung mit der Stromzange, sage ich mal, ist natürlich nicht ganz genau. Bleiben wir einfach mal bei den 600 mA, um es einfach zu machen. Zufälligerweise wurde dann, sage ich mal, im gleichen Zeitraum mir ein Fehler noch angezeigt, dass irgendwas im Getriebe nicht stimmt.
Ist ja alles in dem Video soweit erklärt. Dort war scheinbar ein Stecker nicht ganz richtig oder ein Pin verbogen. Das wurde korrigiert. Und ich habe nach dieser Korrektur den Ruhestrom gemessen. Das ist mein zweites Video. Verlinke ich euch mal alles da oben. Erstaunlicherweise ist dann der Ruhestrom auf, ich glaube es war 350 mA gesunken. Laut Werkstatt alles im grünen Bereich. Meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch. Und ja, dann kam jetzt vor gefühlt 3-4 Wochen ein Update fürs Telematikmodul. Und das kam übrigens over the air, also man musste dazu nichts machen. Er hat das Ganze einfach aus dem Internet geladen, entweder übers WLAN oder über das angeschlossene Smartphone. Weiß ich jetzt nicht, weil es halt im Hintergrund passiert, aber es erfolgt automatisch, wenn man alle Konnektivitätseinstellungen eingeschaltet hat. Er hat das Ganze also runtergeladen, wurde aufgespielt und siehe da, der Ruhestrom bewegt sich jetzt ungefähr bei 150 mA. Pi mal Daumen, wie gesagt, es ist eine gewisse Messunsicherheit durch die Zange natürlich gegeben. Ich sage jetzt mal, dass dieser Ruhestrom bewegt sich ungefähr dort, wo ich ihn erwartet hätte. Eigentlich hätte ich erwartet, dass wir ungefähr bei 50 mA liegen. Generell, ich sage jetzt mal, bei den neuen Autos mit den ganzen Modulen, bin damit leicht erkältet, wie ihr hört, mit den ganzen Modulen und sonstigen Technik, Schnickschnack, kann es natürlich ein bisschen höher liegen. Also ich finde 150 mA, das ist ein Wert, mit dem ich leben kann. Vielleicht sinkt er irgendwann in Zukunft, wenn weitere Updates erfolgen. Aber das Problem scheint behoben zu sein. Ich kann mein Auto jetzt getrost mehrere Tage stehen lassen und er springt danach an. Oh Wunder! Derjenige, der sich wundert, wieso ich das jetzt so sage, wird schon wissen, wieso ich das so sage. Schönen Gruß an meine... Genau. Okay, das war es soweit zum Tagebuch. Die 3 Punkte wollte ich euch mitteilen. Viel mehr gibt es aktuell nicht zu berichten. Ich halte euch allerdings auf dem Laufenden. Die ganzen Versionen der Module und sonstiges schreibe ich immer auf meiner Internetseite. Also auch da mal öfter mal vorbeischauen. Ich versuche die so gut es geht zu aktualisieren. Wie gesagt, mir fehlt einfach die Zeit, um alles wirklich ja, im Detail zu besprechen, im Detail auf in den Videos einzugehen und die Homepage zu pflegen und sonstiges. Ist halt ziemlich zeitintensiv. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt den Tag. Über ein kostenloses Abo würde ich mich wie immer freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!